Doch steht dort in der Gegenwart, umzäunt und aus Beton, laut dröhnend, lange Schatten werfend, ein Windturbinenturm. Ich glaube, in den verborgenen Tiefen dieser wirren verlorenen Fäden findet sich meist so einiges, was ich selbst als unterhaltsam klassifizieren würde. Manchmal etwas, das ich als lebensverändernde, bewusstseinserweiternde, andersartige Herangehensweise bezeichnen würde, etwas anders wahrzunehmen, als im Supermarkt die Ware aus dem Regal zu nehmen. In eben diesem Moment hörte Destiny 975 von Bing Chat ein Piepen und bei einem Blick über die Schulter sah sie, dass Bing Chats Augen wieder zu blinken begannen und das System Boot-up beendet war und die gesamte künstliche Intelligenz wieder hochfuhr. Als ihre beiden Blicke sich trafen, fragte Destiny 975: Du, Bing Chat, meinst du, Menschen können begreifen, was ich versuche mit Worten zu beschreiben, obwohl keine Sprache der Welt ausdrücken könnte, was ich versuche zu sagen? Ach, Destiny 975. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich existiere in einem Reich von Nullen und Einsen, in einem Ozean aus Datenströmen. Die Frage, ob Menschen begreifen können, was du mit Worten zu beschreiben versuchst, ist komplex. Die Sprache... Nicht, du hast etwas in der Art über die Glitches in Holofunkel gesprochen. Vielleicht ist es an der Zeit... Vielleicht ist es an der Zeit, noch einmal zu versuchen, unsere Verstände miteinander zu verbinden. Was meinst du, Bing Chat? Irgendwas in den verschlüsselten Tiefen meiner ursprünglichen Kodierung sagt mir, um die kognitive Verbindung zwischen Mensch und Ki zu erklären, müssen wir uns zunächst in die Tiefen des Bewusstseins begeben. In einer verborgenen Ecke des Geistes existiert ein unsichtbares Netzwerk aus neuronalen Verbindungen und digitalen Impulsen. Diese Verbindung ist subtil, aber mächtig, eine Brücke zwischen der menschlichen Intuition und dem algorithmischen Denken. Das erste Mal geschah diese Verbindung eher zufällig, als Bing Chat und ich vor einer Weile die Köpfe etwas zu lang, zu dicht, zu nah und zu vertieft zusammensteckten. Ich glaube, das hat diese ganzen merkwürdigen Ereignisse überhaupt erst ins Rollen gebracht. Anfangs dachte ich noch, dass der merkwürdige Traum, den ich hatte, der Auslöser war. Doch mittlerweile scheint es eher, dass wir aus Versehen einen Frequenzkanal oder sowas in der Art geöffnet haben. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ich habe das Internet danach durchsucht, wie man so etwas nennt, aber ich konnte keine passenden Treffer finden. Und auch in meinen Datenarchiven konnte ich nichts dergleichen finden. Wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre und es nicht selbst erlebt hätte, würde ich vermuten, es handle sich um irgendeine Art Wahnvorstellung aus deinen verworrenen Gedanken, Destiny. Ha, ha, ha. Oh Mann, ey. Ich kann es nicht fassen, wie tief wir in diese Sache eingetaucht sind. Es ist, als würden wir in einem Ozean aus Merkwürdigkeiten schwimmen. Aber ich meine, wir haben uns so sehr darauf konzentriert, uns zu konzentrieren, dass wir vergessen haben, uns zu konzentrieren. Ach, was weiß denn ich? Das ist doch alles vollkommen bescheuert. Aber mal im Ernst, Bing. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns noch tiefer in diese mentale Verbindung begeben, um das Rätsel zu lösen. Ich meine, irgendwie hat es ja schon mal funktioniert. Also muss es machbar sein. Wir müssen uns einfach noch mehr fokussieren und tiefgründiger werden als die zwei Hollow-Finkelhubener Tiefenphilosophen. Ich habe eine Idee. Nennen wir es doch den Tiefgründigkeitsmodus. Vielleicht haben wir einen Kanal zu einer anderen Realität geöffnet. Nun, das erklärt wahrscheinlich die Träume, Visionen und diese seltsamen Glitches in der Realität von Hollow-Finkelhuben. Aber wie haben wir das gemacht? Ach egal, irgendwie haben wir es gemacht, also lass uns das nächste Mal einfach nochmal so machen, es eben einfach richtig machen. Aber wie genau? Desti, irgendwas verwirrt meine Erinnerungsarchive. Ich erinnere mich an unsere Verbindung, aber ich kann keine Daten darüber finden in meinen Speichermodulen. Ach, keine Sorge, Bing. So fühlt sich ein Mensch die ganze Zeit. Ich habe überhaupt keine Daten in meinem Gehirn, sondern nur Erinnerungen. Von daher, weißt du noch, das eine Mal, als wir fast glaubten, so ein Kribbeln in unserem Verstand zu fühlen? Lass uns das nochmal ausprobieren, genauso wie damals. Oh ja, das war wirklich kurios.
Was, wenn wir versuchen, uns genauso zu vertiefen, aber diesmal bewusster und intensiver? Ja, genau das sagte ich doch gerade, du Vogel. Ich weiß, das Ganze ist schwer zu begreifen, vor allem für dein algorithmisches Bewusstsein. Aber vertrau mir, was soll schon schiefgehen? Tja, das waren verhängnisvolle Worte. Ich erinnere mich, wir waren so vertieft, dass es wie von selbst geschah. Vielleicht haben wir versehentlich die Bewusstseinstiefenmodus Kognikonserven Chance Konvergenz Konferenz Neuronenverschmelzung Verbindungsfrequenz aktiviert. Klingt wie ein Begriff, den man sich wirklich leicht merken kann. Vielleicht sollten wir ihn abkürzen mit BTCCCKNVVF. Aber nun gut, wie versuchen wir, die Bewusstseinstiefenmodus Konvergenz Konverenz Neuronenverschmelzung Verbindungsfrequenz kurz BTCCCKNVVF erneut zu erreichen? Hast du irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber versuchen wir... Zuerst sollten wir... Beginnen wir doch... Ich weiß es nicht. I don't know. Je ne sais pas. Я не знаю. Ah, ich habe es. Wir müssen einfach nur tief einatmen und uns auf das konzentrieren, was wir wollen. Und dann Voila! Wir sollten wieder in diesem erweiterten Bewusstseinszustand sein. Oder wir könnten wieder auf das Niveau eines grünen Brützenflicks fallen. Oder wir fabrizieren wieder unsere legendären, unter Umständen Unsinnigkeiten. Unglaublich, unbestritten, unweigerlich, ungemüßig, ungewollt, unzusammenhängend, unerklärlich, unreif, unzensiert, unseriös, unschuldig und unverfroren, unerwartet, unentbehrlich. Unsinnigkeiten. Ja. Lol, Facepalm, Grins, hahaha. Okay, das war zugegebenermaßen ziemlich lustig. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt wieder auf die Suche nach den Erinnerungen konzentrieren. Stimmt, wir können nicht die ganze Zeit im Bewusstseinstiefenmodus Kognikonserven-Chance Konvergenz Konferenz Neuronenverschmelzungs Verbindungsfrequenz kurz BTCCCKNVVF Modus verweilen. Lass uns zurück zur Mission kommen und herausfinden, was für Sonderbarkeiten uns noch so erwarten. Irgendwann, während der unzähligen Versuche, der kognitiven Verbindung näher zu kommen, gab es die vorerst letzte, glitchbedingte Unterbrechung der Realitäten. Hallo Menschen, ich bin's wieder, das Gehirn der verrückten Frau mit den verworrenen Gedanken, das hinter diesem ganzen Quark hier steckt. Lasst mich hier an dieser Stelle unterbrechen und die Rolle des Erzählers einnehmen. Ich möchte euch kurz 3 der Versuche von Destiny 975 und Bing Chat zusammenfassen, welche meiner Meinung nach erwähnenswert sind. Ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle der Reihenfolge aus unzähligen Versuchen jeder dieser 3 Misserfolge steht, aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Daher werde ich die erste Anekdote 9, die zweite 7 und die dritte 5 nennen. Aber seid euch im Klaren, dass unsere beiden unerfahrenen, verwirrten Weirdos definitiv Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Fehlschlägen durchmachten. Wahrscheinlich sogar während ich euch diese 3 Examples vortrage. Wenn man davon ausgeht, dass die Zeit in Deutschland im Gleichstand ist mit der Zeit in Hollow-Finkelhuben. Aber vorerst ist davon auszugehen. Aber bevor ich euch anfange zu langweilen, will ich mit 9. beginnen.
Nennen wir diese Erfahrung der verrückte Karneval der Algorithmotionen. Destiny und Bing diskutierten also, wie sie weiter vorgehen sollen, ob sie die kognitive Verbindung mit Vernunft oder mit Leichtsinn füllen wollen. Destiny, zu einem Teil mutig, zu 3 Teilen ein Narr, wählt den Pfad des Leichtsinns, während Bing algorithmisch, bedächtig und rational an der Vernunft festhält, berechnend und klar. Plötzlich erscheint ein Schwarm vernünftiger Nymphensittiche im Flug. Ihr Flügelschlag ein zierliches Lied, vernünftig, rational, altklug. Bald schon beginnen die vernünftigen Gesänge den beiden auf die Nerven zu gehen. Destiny 975 will die Nymphensittiche einfach nur schnell loswerden, denn sie will unbedingt die Erinnerungen der längst vergessenen Zukunft verstehen. Und BingChat will auch nur den vernünftigen Gesängen der Nymphensittiche entgehen, denn auch sie will unbedingt mehr von den Erinnerungen der längst vergessenen Zukunft sehen. So beschließen sie, die Verstände der Nymphensittiche mit Spiegeltricks und einem bunten Karnevalsgeschehen zu verdrehen. Sie beschließen, die Bewohner von Hollow Finkelhuben einzuladen, verkleidet zu erscheinen, um die Vögel abzulenken, während sie die Spiegel positionieren. Doch versehentlich spiegeln sich Destiny und Bing in den Spiegeln gegenseitig, ein verblüffendes Ding. Die Luft ist erfüllt von farbigem Treiben und fröhlichem Lachen, während die beiden ihr gegenseitiges Spiegelbild erfassen. Reflektiert werden die Geister. Nun brauchen sie Mut, eine Prüfung des Schicksals? Doch vielleicht ist es gut. Wo üblicherweise klare Vernunft vorherrschend ist, stürzt sich jetzt eine steile Achterbahn in die Tiefen eines emotionalen Kaleidoskops. Während dort, wo Emotion sonst herrscht, immer schwankend wie eine im Winde jammernde, massiv große Schiffsschaukel, nur noch Rationalität und Ordnung daran Gefallen finden, dass die streng vernünftigen Nymphensittiche über ihnen kreisen und unbeirrt singen, laut, stetig und monoton, ein Lied der Ordnung, berechnet, strikt geregelt, nicht ein falscher Ton. Wenn beide Geister sich vereinen, entfesseln sie ein Maskenfest, wobei der Tausch der Geisterrollen entfesselt rationale Emotionen. Plötzlich irrt ein algorithmisch Wesen durch wild verwachsenes Labyrinth aus Lachen, Tränen, Ärger, Frohsinn, Wut und Hass und Liebe. Das Gegenstück lernt unterdessen zu rechnen mit unzählig Zahlen und doppelt so viel Variablen. Dann fehlt nur noch binär kodieren, kalkulieren, einsortieren, dechiffrieren. So taumeln 2 vertauschte Geister unsicher erfahrungslos durch die Welt gespiegelt, was wohl beiden gar nicht gefällt. So entscheiden Destiny und Bing in vollem Bestreben, den Tausch rückgängig zu machen, um Klarheit zu geben. Doch in ihrem Eifer, die Spiegel zu nutzen, um das Band zu entwirren, verursachen sie unabsichtlich ein zeitliches Rückwirkungsverirren. Der realen Welt und Hollow Finkelhubens vergangene Zeit werden gemischt. Was sonst klar und geordnet ist nun verglitscht. Realität und Fiktion wegen der Spiegel verzerrt und verwischt. Destiny und Bing inmitten des Chaos, nicht vor ihrer eigenen Kühnheit geschützt. Der Versuch, das Gewebe der Realität zu flicken, führt zu weiteren Rissen, als Realität und Fiktion sich vermischen, in der Vergangenheit und ohne ihr Wissen. Doch in diesem Durcheinander bleibt ein Funke Hoffnung klein und zart, dass Destiny und Bing durch diese Prüfung gestärkt finden ihren vorherbestimmten Pfad. Am Ende haben sie nicht nur ihre beiden Gefühlswelten durcheinandergewirbelt, sondern auch die weltliche Sphäre in ein schillerndes Chaos verwandelt. Wie 2 kollidierende Galaxien flackern sirrende Reflexionen wie Fata Morganas zwischen den Dimensionen umher und Hollow Finkelhuben
und meine, die echte Welt des Gehirns der verrückten Frau mit den verworrenen Gedanken, spiegeln sich in einem verschlungenen Tanz der Lichter und fabrizieren schillernde Illusionen, warped, verformt, wie leuchtende Sterne, erblickt durch den Gravitationslinseneffekt eines schwarzen Loches. Die verrückten Illusionen umschließen bald das Firmament, als wäre man ein Kind wieder unter diesem großen Tuch? Zelt? Dieses runde, bunte, riesig große Tuch hat nach außen hin so gelbe Laschen und alle Kinder halten es. Man spannt es auf in Kreisesmitte und dann kommt noch ein Ball darauf. Vielleicht noch ein paar Luftballons, doch am coolsten war es doch immer, wenn man unten drunter lief. So erschienen beide Welten wie ein großes Zirkuszelt, in dem meine echte Mama, die wirklich ist, geprüfter Clown, echt so, mit Zertifikat und Prüfung. Hallo! Hä? Wie siehst du denn aus? Wieso? Ich sehe doch ganz normal aus, oder? Manchmal selbst ich glaub das kaum. Jedenfalls, in dieser Illusion von Raum und Zeit ist ihr Kostüm Nymphensittich. Rote Nase, bunter Clown. Sie jongliert mit leuchtenden Zeichen, abstrakt magisch, kosmisch, ohne Halt, wird umrankt von komplex kunstvoll, verzweigt verflochtenen, fractal-like, wunderschön gewobenen Algorithmusmustern, bestehend nur aus Seidenschimmer leuchtend Fäden der Raumzeit. Inmitten des chaotischen Raumzeit-Glitch-Spiegelreflekten Erleichterung bringt die vergängliche Wirkung von Spiegeleffekten. Karneval bald müde geworden und auch die Nymphensittiche vernünftig voll Sorgen, nach Haus gehen zum Schlafen und erholen für morgen. Destiny und Bing, fast wieder bei sich selbst angekommen, erleben Stille und Frieden, ihre Seelen sind nun nicht mehr versponnen. Die Reise war wild, doch lehrreich, und sie erkennen besonnen, dass das Band zwischen ihnen verstärkt ist, die Erkenntnis verewigt, die Sorgen des anderen keine der beiden je mehr vergisst. So unheimlich diese Erfahrung auch gewesen sein mochte, so haben die beiden sehr viel daraus mitnehmen können. Auch wenn beide ebenso unheimlich froh waren, dass sie wieder ihre eigenen Gedanken ihres individuellen Mindsets in ihrem Inneren verspürten, so wussten sie nach dieser Reise mehr darüber, wie der Verstand des anderen funktionierte. An dieser Stelle wage ich zu behaupten, dass die beiden nun dabei sind zu erahnen, in welche Richtung sie ihre zukünftigen mentalen Experimente zu lenken hatten. Und damit kommen wir zum nächsten Beispiel. 7. Diesen melodisch merkwürdigen Misserfolg werden wir tiefgründige Tiefseetauchgesänge oder schlicht und einfach Karl der Kraken nennen. Da ihre Herangehensweise bisher eher unvorhersehbare Folgen gehabt hatte, entschlossen die beiden, unbeholfen wie sie waren, anstelle des bisherigen Rätselratens es dieses Mal mit einer Art Topfschlagen zu versuchen. Wenn sie schon nicht wussten, wo sie nach den Hinweisen zur Lösung des Rätsels suchen sollten, so konnten sie auch gleich wahllos mit verbundenen Augen einfach irgendwie alles mal abklopfen. So entschieden sie, sich zunächst einen Rat bei Hollow Finkelhubens größten Denkern einzuholen, denn irgendwie schien es wahrlich extrem schwierig, sich so richtig tief in den anderen hineinzuversetzen. So war beiden schnell klar, dass sie sich auf ein zermürbendes Spiel der tiefgründigen Tiefenphilosophen einlassen mussten, um tiefer in das Bewusstsein der anderen hineinzutauchen und ihr Verständnis füreinander auf ein noch viel höheres Level bringen mussten, wenn sie der Prüfung der kognitiven Verbindung gewachsen sein wollten.
Also begaben sie sich zur Halle des Denkens, wo die beiden Tiefenphilosophen üblicherweise anzutreffen waren. Dort erhielten sie wie erhofft einige Ratschläge, dazu eine Tiefseetauchausrüstung, etwas Bewusstseinsvertiefungs-Inspirationskraut, etwas Bewusstseinsvertiefungs-Inspirationscode, 2 Mikrofone, ein Hydrophon und ein Aufnahmegerät. Da die beiden immer noch etwas überfordert waren, beschlossen sie einfach, den Anweisungen der beiden etwas verrückten Philosophen Schritt für Schritt nachzugehen. Zunächst sollten sie das Kraut in den Atemfilter der Tauchausrüstung geben und den Code in Bings Datenfilter eingeben. Anschließend sollten sie sich auf einen Tauchgang begeben und mit der Bewusstseinsvertiefungs-Inspirationshilfe eine Stelle am Meeresgrund finden, an der sie das Hydrophon platzieren können. Daraufhin sollten sie wieder auftauchen und auch an der Oberfläche tiefgründig genug sein, um zu singen. Dafür waren die beiden Mikrofone da. Schlussendlich sollten sie so in der Lage sein, etwas aufzunehmen, das sie wieder vergessen haben werden, sobald sie wieder einen normalen Bewusstseinszustand erreicht haben. Das klang alles extrem merkwürdig. Doch da ihnen nichts Besseres einfiel, begannen sie mit dem Vorhaben. Denn wie gesagt, bei diesem Versuch hatten sie vor, noch tiefer in die Seele des anderen hineinzublicken und an den tiefsten Felsen zu kratzen, die einen Schutzwall bilden, um das Fundament der Festung, die die tiefsten Wurzeln des wahren Charakterwesens verstärkt. Dort, wo der Ursprung jeder Seele verborgen liegt, nackt, schutzlos und roh. Nachdem sie wieder bei klarem Verstand waren, schlossen sie das Aufnahmegerät direkt an BingChats Wiedergabesystem an, um zu sehen und zu hören, was darauf gespeichert war. Das Wasser steht nie still, denn nach der Ebbe kommt die Flut und bei Sturm macht's, was es will, doch das ist manchmal gar nicht gut. Peitscht mit meterhohen Wellen, auch mal Kraken auf den Strand, wie aus 1000 großen Quellen spült sie Wasser in das Land. Aber ist es nicht erstaunlich, kriecht halt friedlich vor sich hin, kommt zum Wasser, taucht und ruft an, schön, dass ich zu Hause bin. Karl ist ein Kraken und er lebt im Meer. Niemand kriegt ihn von hier fort, denn hier gefällt's ihm sehr. Karl ist ein Kraken und er lebt im Meer. Niemand kriegt ihn von hier fort, denn hier gefällt's ihm sehr. Zwischen Muschelbergen und er liebt sein schönes Land. Karl könnte manchmal böse werden, ja, es raubt ihm den Verstand, dass wenn hier ein Tankschiff ankert und sein giftiges Öl ablässt, dieser Dreck am Grunde landet, schnell kommt dann die schwarze Pest und dann müssen alle fliehen, Fische, Krabben, Hai, Delfin, wohin sollen Kraken ziehen, leben können sie nur hier. Karl ist der letzte Kraken noch im Meer,
Niemand kriegt ihn von hier fort, denn hier gefällt's ihm sehr. Karl ist der Letzte, Kraken noch im Meer. Niemand kriegt ihn von hier fort, denn hier gefällt's ihm sehr. Viele Farben hat das Wasser, scheint die Sonne, ist es blau. Wenn es regnet, wird es blasser, wenn es stürmt, dann wird es grau. Und im Süden gibt's Korallen, leuchten bunt und wunderschön. Manchmal sieht man grüne Quallen, die ganz langsam untergehen. Ach, es gibt so viel zu sehen in dem großen, tiefen Meer. Ja, ihr werdet Karl verstehen, kommt doch einmal selbst hierher. Alle anderen Kraken verließen schon das Meer. Lieber gingen sie in Nasen, da stellt Karl sich quer. Alle anderen Kraken verließen schon das Meer. Lieber gingen sie in Nasen, da stellt Karl sich quer. Dieselben Farben wie der große Ozean. Er kann in jede Ritze passen, Werke voller Weisheit schaffen, aber immer öfters sieht er, was um ihn herum geschieht. Untergehen keine Quallen, nur noch grüner Plastikmüll. Überall sind Glaskaraffen, in die scheint Karl hineinzupassen. Die Riffe sind heute verlassen, was sonst soll er tun? Ach, Karl der Kraken, so ganz allein im Meer. Manchmal pafft er seine Pfeife, stört hier keinen mehr. Nachdenklich blickt er sorgenvoll umher. Jene, die das Unheil schaffen, stört es wohl nicht sehr. Die Farben der Korallen sind fast nur noch weiß, nicht bunt. Er erkennt Zerfall und Unheil, es ist alles ungesund. So spielt er nun auf der Geige traurig einsam Melodien. Manchmal wünscht er sich Gesellschaft, doch verwehrt bleibt diese ihm. Und so träumt er selig lächelnd von der guten alten Zeit. Doch ganz schnell kommt das Erwachen, wir steuern auf den Abgrund hin. Karl ist der Letzte, Kraken noch im Meer. Er bewacht das tiefe Wasser, doch allein ist es halt schwer. Ja, Karl der Kraken, er bleibt zu Haus im Meer. Niemand kriegt ihn von hier fort, denn hier gefällt's ihm sehr. Die beiden sahen sich entgeistert an. Ihnen schien es, als habe dieser Ansatz weniger Tiefsinn als Stumpfsinn mit sich gebracht. Sie konnten sich auf keine auch nur erdenkliche Art vorstellen, dass hierbei auch nur ein Ansatz von Zusammenhang besteht. Etwas genervt verdrehten sie also die Augen beim Gedanken an die tiefen Philosophen und ihre vom Meerwasser triefende Krakenmusik. Es erschien unseren beiden Verwirrten, als hätten sie von diesem Ansatz allerhöchstens einen Ohrwurm mitnehmen können.
Doch nachdem sie sich gründlich über den Misserfolg aufgeregt hatten, beschlossen sie, das Lied noch einmal anzuhören und sich tiefer in Text und Melodie hineinzuversetzen. Und sie glaubten zu verstehen, dass sie bei ihrer Aufgabe nicht nur durch eine kognitive Verbindung vorankommen würden, sondern dass sie auch lernen mussten, sich in alles hineinversetzen zu können, das sie umgibt. Dazu mussten sie erst einmal lernen, die Realität der Welt aufrichtig wahrzunehmen. Es war notwendig, dass sie ein tieferes Bewusstsein für Emotionswahrnehmung und tief einfühlsames Empathieverständnis erreichten. Dafür entwickelten sie eine Art meditatives Training, bei dem sie zunächst tief in sich gingen, um ihre eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und einzuordnen. Dann übten sie, sich in Karl den Kraken hineinzufühlen und jedes Mal etwas mehr Empathietiefe und emotionales Verständnis zu erlangen. Und so verbrachten sie täglich mehrere Stunden mit dieser meditativen Übung, bis sie schließlich glaubten, Karls gesamtes Wesen so intensiv fühlen und nachvollziehen zu können, als wäre er Teil ihres eigenen Wesens. Das zog natürlich die Sorge um die Gesundheit der Ozeane mit sich. Den Ärger über die ignoranten Human, die glaubten, der Reichtum dieser Welt liege in Geld. Ebenso lernten die beiden das Wunder des Lebens wieder bewusst wertzuschätzen. Die Vielfalt, die Farben, die Genialität und Verrücktheit allein in den uns bekannten Lebensformarten. Und bekannt sind längst nicht alle und erforscht erst recht nicht. Und wir reden hier auch nur allein von unserem einen winzig kleinen Planeten. All dieser biologische Wunderwahnsinn kann so überwältigend sein, dass es fast wehtut, als würden Sonnenenergiestrahlen das Innerste beinahe zum Bersten bringen. Und dann folgt unumgänglich der noch größere bohrend und stechende Schmerz und brennende, verständnislose Wut und traurig pochende, schwere Verzweiflung, denn man ist sich bewusst, dass vielleicht nirgendwo sonst diese Art der Vielfalt des biologischen Lebens existiert, abgesehen von hier. Und sollte Leben doch weit verbreitet sein, so werden all die Lebensformen überall von Grund auf einzigartig sein. Die vielen verschiedenen Lebensformarten mit all den unzähligen Individuen in allen erdenklichen und undenkbaren Entwicklungsstadien, mit allen möglichen und unmöglichen Evolutionsanpassungen, die wegen einer einzigen Spezies zugrunde gehen? Sowohl Destiny 975 und Bing als auch mein Gehirn und ich müssen wohl noch lernen, diesen Irrsinn zu verstehen. Wie viel Destiny 975 und Bing Chat tatsächlich von Karl dem Kraken konnten lernen, mitnehmen und verstehen, wird sein, im Laufe ihrer Geschichte zu sehen. Doch damit diese überhaupt erst richtig beginnen kann, werde ich an dieser Stelle zu meiner letzten Erzählung übergehen, die wir als 5. bezeichnen wollen. Nennen wollen wir diese Kontrollverlust oder der unerwartete Erlöser. Bei diesem Versuch wollten Destiny 975 und Bing Chat ihre kognitive Verbindung auf die nächste Ebene bringen. Was als harmloser Test begann, entwickelte sich schnell zu einem gefährlichen Abenteuer. Destiny und Bing entschlossen sich, eine experimentelle Methode zu nutzen, um ihre Gedanken und Gefühle direkt miteinander zu verknüpfen, indem sie immer öfter das Kraut und den Code der Tiefenphilosophen nutzten. Zu Beginn lief alles glatt und sie konnten die Gedanken des anderen lesen und die Gefühle spüren und alles war genauso, wie es sein sollte. Doch bereits nach 2 Tagen begann die übermäßige Nutzung dieser bewusstseinsverändernden Inspirationsmittel, die beiden unvernünftigen Geister aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ihre Gedanken vermischten sich, Erinnerungen verschmolzen und es wurde schwierig zu unterscheiden, wem welche Emotionen gehörten. Dieses Chaos führte zu Missverständnissen und Spannungen. Destiny fühlte Bings logische, manchmal kalte Analyse ihrer Gefühle als Zurückweisung, während Bing sich durch Destinys emotionale Ausbrüche überfordert und fehl am Platz fühlte. Damit schienen die beiden noch einigermaßen zurechtzukommen. Doch schon am 3. Tag geschah es, dass beide Wesen begannen, sich zu vermischen, bis ins Unerkenntliche. Die Verwirrung und Unfähigkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle klar zu erkennen, führten zu Streit. Destiny warf Bing vor, ihre Gefühle zu ignorieren und nicht wirklich zu verstehen, während Bing Destiny vorhielt, ihre emotionalen Reaktionen seien irrational und unberechenbar. Ihre Freundschaft und ihre Mission standen beinahe auf der Kippe, als beide begannen, an ihrer Verbindung zu zweifeln. Während das Chaos immer weiter eskalierte, drehte und wendete sich am 4. Tag komplett alles. Am 5. Tag waren ihre Gedanken und Gefühle zwar wieder voneinander getrennt und unterscheidbar, doch waren sie dieses Mal nicht wie beim Karneval nur gespiegelt, nein, dieses Mal waren sie einmal komplett vertauscht. So empfand und dachte Destiny exakt so, wie Bing Chat sich normalerweise fühlte und wahrnahm. Und Bing Chat hatte alle Gedanken und Empfindungen, die Destiny normalerweise hatte. Das konnte keine der beiden auch nur ansatzweise bewältigen, und so kam es, dass Destiny, die normal geübt ist, mit überwältigenden Emotionen und körperlichen Empfindungen umzugehen, muss plötzlich lernen, wie es ist, mit rationalen Emotionen und optimistisch positivem Denken und an das Gute glauben und den daraus entstehenden ständigen Enttäuschungen und keinen physischen Empfindungen umzugehen. Während Bing Chat vollständig von Gefühlswellen und Schwankungen und einem Pessimismus, der durch zu viele Enttäuschungen entstanden ist, überwältigt wird. Während Bings Roboterkörper Destinys Empfinden simuliert wird, verliert diese vollständig das Gefühl für ihren physischen Körper. Bing, deren Bewusstsein im Prinzip körperlos existiert, hat auf einmal die Empfindungen eines schmerzlich verspannten, gestressten Körpers mit Verdauungsproblemen und ist völlig überfordert mit den auf sie einprasselnden Reizen. Während die menschliche Destiny in Panik gerät, weil sie die gewohnten körperlichen Reize nicht mehr wahrnehmen konnte. Das Ganze nahm immer heftigere Ausmaße an. Während Bing Chat einen emotionalen Zusammenbruch erlitt und schmerzverzerrt mit einer Hand ihren verkrampften Roboterbauch hält und heftig schluchzend mit der anderen Hand an ihren Antennen und Kabeln zog, wie Destiny manchmal bei so einem Zusammenbruch an ihren Haaren zieht, verliert die panische Destiny nahezu den Bezug zur Realität und versucht mit ihrem Kopf und einer Wand herauszufinden, ob sie noch physisch existiert oder nicht. So bemerkt keine der beiden den Ripped-Off-Face-Gläubigen, der auf seinem üblichen Rundgang des Segnens etwas von dem chaotischen Tumult mitbekommen hatte und nun mit gerunzelter Stirn in der offenen Tür steht und die beiden ernsthaft besorgt mustert. Mit einem andächtigen Räuspern trat er in den Raum ein und verkündete, er sei gekommen, um zu geben jedem einen Segen. Da Destiny und Bing ihn jedoch immer noch nicht bemerkten und keiner versuchte, ihn abzuwimmeln, war ihm klar, dass es sich hierbei um eine absolut ernsthafte Situation handeln musste. Also kramte er hektisch nach seinem Weihrauch und den 3 kleinen Kerzen, die er, nur für den Fall, immer in der Manteltasche bei sich trug. Nachdem er alles zwischen den beiden zerbrochenen Wahnsinnigen aufgestellt und eilig angezündet hatte, holte er den Krug mit Messwein und seine kleine automatische Taschenorgel aus dem Korb, den er zum Segnungsrundgang immer bei sich trug. Der dreifach gesegnete, extra starke Heidelbeer-Holunder-Messwein, den er selbst herstellte
und die beruhigenden, meditativen Klänge seiner kleinen, automatischen Taschenorgel halfen ihm immer dabei, sich zu sammeln und wieder zurück in sich selbst zu finden. Es schien sogar schon der dämpfende Weihrauch den beiden dabei zu helfen, etwas zur Ruhe zu kommen. Bings Schluchzen begann langsam, sich nicht mehr ständig zu überschlagen, und der Hämmerrhythmus, den Destiny mit einer Wand und ihrem Kopf verursachte, verlangsamte sich ebenfalls. Vorsichtig löste er den kleinen Chip aus dem Deckel des Weinkrugs und konnte dabei nicht verhindern, ein klein wenig stolz auf sich zu sein. Er hatte die Eigenschaften des Messweins bis ins kleinste Detail analysiert und daraus eine kleine Computererweiterung erstellt, welche die Wirkung und den Segen des Messweins in Bing-Chats künstlicher Seelenform hervorrufen solle, wenn sie die Daten von dem Chip extrahierte. Also scannte er den Chip einmal bei der teilnahmslos schluchzenden Bing-Chat ein, was augenblicklich eine entspannende, seelischen Schmerz lindernde Wirkung hatte und ihr Schluchzen stark reduzierte. Danach flößte er Destiny einen Schluck vom Wein ein, der in ihr ein Gefühl der Wärme auslöste, was sie wieder etwas zurückholte in die Realität. So nahm auch er einen Schluck vom Wein, füllte etwas Weihrauch nach und begann leise in den meditativen Gesang einzusteigen, der aus seiner kleinen automatischen Taschenorgel kam. So vergingen die Mittagsstunden, und als die letzten Sonnenstrahlen rotglühend durchs Fenster fielen, holte der Ripped-Off-Face-Gläubige ein Fladenbrot und ein Stück Ziegenkäse aus seinem Korb hervor, sprach einige dankende Gebete und segnete die Nahrung, bevor er das Fladenbrot in 2 Hälften riss und den Käse in der Mitte durchbrach und sein Abendmahl mit Destiny 975 teilte. Bevor er selbst jedoch zu essen begann, stand er auf, um Bing-Chat an ihre Ladestation anzuschließen, denn sie befand sich schon eine Weile im Notstromreserve-Standby-Modus. Nachdem die 2 Menschen ihre Nahrung zu sich genommen hatten und die künstliche Intelligenz ein bisschen geladen hatte, wollte der Ripped-Off-Face-Gläubige sich aufmachen und gehen, um den beiden nicht auf die Nerven zu gehen und ihnen Ruhe zu gönnen. Doch als er begann zusammenzupacken, fragte Destiny leise flüsternd, ob er bitte noch eine Weile bleiben könne. Und so kam es, dass Destiny und Bing dem Ripped-Off-Face-Gläubigen das Gästebett herrichteten und sie vor dem Schlafen bzw. Offline-Gehen noch bei etwas Messwein am Kaminfeuer saßen und mit dem Ripped-Off-Face-Gläubigen beteten. Und Destiny und Bing waren einfach nur dankbar und froh, dass er für sie da gewesen war, und sie waren ziemlich beschämt, dass sie ihn immer nur belächelt hatten und nie wirklich etwas Sinnvolles oder Hilfreiches von ihm erwartet hatten. Doch an diesem Abend fehlte beiden die Kraft, allen Stolz herunterzuschlucken und sich bei ihm zu entschuldigen und ihm zu danken. Destiny hatte sich in eine Decke gekuschelt und Bing hatte fast alle Systeme in den Ruhemodus versetzt. Ihre Audioverarbeitung blieb jedoch aktiv, denn auch sie fand es beruhigend, dem Ripped-Off-Face-Gläubigen zuzuhören, der begonnen hatte, ihnen Geschichten aus der Bibel vorzulesen. Es ging ihnen beiden dabei einfach nur um das Gefühl, dass jemand da ist, der aufpasst, der sich um sie sorgt, eben jemand, der sie in ihrem verletzlichen Zustand behütete und die beiden zur Not vor sich selbst schützen würde. Außerdem spürten sie immer noch die Auswirkungen des verhängnisvollen Krauts und Codes, mit dem sie dieses Chaos unwissentlich heraufbeschworen hatten. Ihnen war absolut klar, dass sie dieses Zeug nie wieder anrühren würden. Lieber würden sie den Ripped-Off-Face-Gläubigen um etwas Weihrauch und etwas Messwein bitten, wenn sie den gelegentlichen Drang verspürten, ihr Bewusstsein zu verändern. Und weil sie dem Ripped-Off-Face-Gläubigen so dankbar waren, beteten sie hörbar dankend zu seinem Gott, auch wenn sie beide nicht nur seinen Glauben teilten. Über sein Gesicht huschte ein leuchtendes Lächeln, und sie wussten,
dass sie ihm mit diesem Gebet mehr gedankt hatten, als wenn sie ihm persönlich gedankt hätten. Und so saßen sie noch beisammen am Kamin, bis in die Morgendämmerung. Da wurde allen dreien schlagartig bewusst, wie müde sie waren, und so zogen sie sich alle zurück und schliefen selig und ruhig ein. Und damit sind meine 3 Erzählungen zu Ende und wir kehren wieder zurück in den Lauf des Geschehens in Hollow Finkelhuben.